In einer Twitch-Livestream-Schalte bei Writing Bull hat Community-Managerin Katharina Färber weitere Details zum anstehenden Content Update 1 für Pioneers of Pagonia präsentiert. In den heutigen Pagonia News habe ich daher alle neuen Infos kompakt zusammengefasst. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Content Update 1, welches offiziell als Wirtschaftsupdate betitelt wird, soll nach wie vor nach Plan für alle Ende Februar 2024 ausgeliefert werden. Wer nicht ganz so lange warten möchte, kann bereits jetzt auf die neue Open Beta von Pioneers of Pagonia umsteigen, welche ich euch in der letzten Newsfolge schon genauer vorgestellt habe. Auch die beiden neuen Gebäude in Form der Fischerhütte und dem großen Lager sollen hier vorab für alle nach und nach zum Testen bereitgestellt werden. Mit der Fischerhütte zieht ein weiteres Nahrungsgebäude ins Spiel ein, welches direkt zu Spielbeginn aus 4 Nadelholzbrettern gebaut werden kann und sowohl am Meer als auch an Seen im Inland für Nahrung sorgen wird. Das Spiel unterscheidet dabei in 2 Arten von Fischen, nämlich dem Ozeanfisch in Form des Herings sowie in den Seefisch in Form der Forelle, welche pro Gebäude von 3 Fischern gefangen werden, die unabhängig voneinander arbeiten können. Lukrative Spots für Fischerhütten werden in Form von Fischschwärmen im Wasser kenntlich gemacht, wie man es in ähnlicher Form aus alten Die Siedler-Spielen bereits kennt. Diese Fischschwärme regenerieren sich dabei kontinuierlich und können somit nicht komplett abgefischt werden. Der Fischer benötigt als Werkzeug die ebenfalls neue Angel, die fortan in der Holzwerkstatt aus einem Laubholzbrett sowie einem Seil hergestellt werden kann. Am neuen Marktstand speziell für Fische können eure Köche nun auch einkaufen und somit weitere Gerichte zubereiten und so eure Essensvielfalt erhöhen. Vor ein paar Wochen habe ich euch das Nahrungssystem von Pioneers of Pagonia im Detail erklärt. Schaut da also gerne auch mal rein. Aus den Heringen aus dem Meer lassen sich Stärkungsmahlzeiten zubereiten, aus den Forellen aus dem See Genussmahlzeiten, um eure Population in die Höhe zu schrauben. Zusätzlich lässt sich der neue Fisch neben Fleisch und Broten beim Proviantmeister zu Rationen weiterverarbeiten. Das zweite neue Gebäude ist das von vielen sehnlich gewünschte große Lager, in dem ihr statt einem Slot, wie im kleinen Lager, nun direkt 8 Slots zur Verfügung habt, aber auch weiterhin, je nach Spielstil, mit den kleinen Lagern arbeiten könnt. Das große Lager ist dabei 4x3 Felder groß, was bedeutet, dass ihr mit einem Weg in der Mitte auch mit 8 kleinen Lagern arbeiten könntet, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Allerdings ist das große Lager mit 6 Stoff- und 10 Nadelholzbalken in dieser Rechnung leicht günstiger. Um das Content Update 1 vollständig zu machen, hier gerne nochmal der Hinweis auf die letzte Folge Pagonia News, in der wir die aktuelle Open Beta bereits beleuchtet haben, in der die kommenden Quality of Life Verbesserungen bereits enthalten sind und von euch schon jetzt getestet werden können. In diesem Sinne, frohes Siedeln, übrigens auch demnächst bei mir im Stream wieder, und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.